Hallo, liebes Publikum, meine Damen, meine Herren und ganz herzlich willkommen zum All Eyes on Roundtable. Heute haben wir ein ganz tolles Thema vorliegen, nämlich die Nachhaltigkeit. Das heißt, wir sprechen über den Status quo, die Ziele und Strategien nachhaltiger Produktion und natürlich, ganz wichtig für uns, die Rolle der Designer dabei. Ich habe tolle Gäste heute, ich darf sie ganz kurz vorstellen. Zugeschaltet ist uns Mimi Sewalski. Sie ist Soziologin, Autorin und Geschäftsführerin von Avocado Store, Deutschlands größtem Online-Marktplatz für Eco-Fashion und Green Lifestyle. Vor Avocado Store hat sie einige Jahre in Hightech-Startups in Tel Aviv, in der Werbebranche und in der Gastronomie betreut. Und im Juni 2020 erschien ihr Buch Nachhaltig Leben jetzt. Ebenfalls zugeschaltet Ineke Hans. Sie ist Gründerin Studio Ineke Hans und London Salons und Professorin für Design und Social Context an der UDK Berlin. Sie entwirft Möbel sowie Produkte und erforscht Designstrategien. Sie arbeitet für führende Kunden an Produkttypologien, die in neue soziale Kontexte passen und setzt recycelte Kunststoffe und effiziente Materialverwendung ein. Ebenfalls zugeschaltet ist Dr. Sascha Peters. Er ist Managing Owner der Zukunftsagentur Haute Innovation in Berlin und Honorarprofessor für Materialwissenschaften an der HAWK in Hildesheim. Er zählt zu den renommiertesten Material- und Technologieexperten in Europa und seit 2014 ist Sascha Peters Mitglied des Beirats der Förderinitiative 2020 Partnerschaft für Innovation im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Last but not least, live hier bei mir im Studio ist Lutz Dietzold. Sie kennen ihn, er ist seit 2002 Geschäftsführer des Rat für Formgebung. Seit 2011 ist er zudem Beiratsmitglied der Mia Seeger Stiftung und Mitglied im Vorstand der Stiftung Deutsches Designmuseum, dessen Vorsitz er seit 2020 innehat. Also ein ganz tolles Team, das wir hier zugeschaltet und vor Ort haben. Und ich würde sagen, wir legen auch direkt los. Und meine erste Frage geht an der Stelle an Frau Sewalski. Vielleicht fassen wir das Thema Nachhaltigkeit noch mal kurz zusammen. Das sind ja die drei Komponenten. Wir haben die Wirtschaftlichkeit, die Ökologie und das Soziale. Wenn wir jetzt die Wirtschaftlichkeit mal rausnehmen und uns konzentrieren auf die gesellschaftlichen, auf die umweltpolitischen Aspekte, wo sehen Sie denn da eigentlich den größten Handlungsbedarf oder auch die größten Fragen heutzutage? Ja, ich glaube, das kann man gar nicht mehr so trennen. Also uns rennt ja ein bisschen die Zeit davon. Vielleicht muss man die Frage so stellen, wo ist eigentlich das Ziel? Wenn das Ziel ist, den Klimawandel vielleicht noch zu verlangsamen oder gar zu stoppen, dann glaube ich, müssen alle was machen. Ich glaube, der größte Hebel momentan ist tatsächlich die Politik, die einfach noch ein bisschen bessere und schnellere Gesetze verabschieden könnte. Stichwort Textilkette, Lieferkettengesetz. Unbedingt. Jetzt sind Sie aber natürlich auch Unternehmerin, haben wir vorher in der Anmoderation schon mal gehört. Das heißt, da tragen Sie ja auch jede Menge Verantwortung. Wie würden Sie die denn fassen im Bereich Nachhaltigkeit? Ja, das habe ich tatsächlich auch in meinem Buch kurz aufgenommen, weil ich festgestellt habe, wenn man über das Thema Nachhaltigkeit spricht, muss man natürlich auch mal innen gucken, das heißt auch im Unternehmen selbst. Ich möchte jetzt nicht so ins Detail gehen, aber das fängt wirklich an bei, was können wir im Büro tun? Wir trinken zum Beispiel kein Wasser mehr, was irgendwie in Mineralwasserflaschen kommt, sondern alle im Team trinken Leitungswasser. Im Homeoffice ist es jetzt nochmal was anderes. Aber eben auch, was wir als Unternehmen, alles, was wir als Unternehmen tun, was ist die nachhaltigere Alternative? Also das geht dann wirklich vom Ökostrom bis zu Überstunden, Arbeitszeiten, wie gehen wir mit Familien um, was heißt flexible Arbeitszeit, also auch das spielt bei uns mit rein. Und dann im größeren Kontext, wie arbeiten wir mit Lieferanten, mit wem machen wir Kooperationen und so weiter. Also Ganzheitlichkeit, um es zusammenzufassen. Ganzheitlich mitgedacht, das ist schön, vielen Dank. Lutz, vielleicht gehen wir an dieser Stelle mal ins Studio. Jetzt gibt es ja hier in Europa, wir sitzen ja in Deutschland, von daher macht das Sinn, die New European Bauhaus-Initiative. Das heißt, ein durchaus wichtiger Vorstoß in Sachen Nachhaltigkeitsförderung, aber sowas reicht natürlich noch nicht. Das heißt, durch deine Brille, was würdest du denn sagen, wie schafft man es, das Thema Innovation vielleicht auch auf breiterer Ebene zu pushen? Ja, also ich denke tatsächlich, wie du sagst, das Thema Nachhaltigkeit wird natürlich durch Innovationen befeuert. Wir begrüßen, wenn wir aus unserem Blickwinkel des Design mal darauf schauen,
gucken, was können wir für Beiträge leisten. New European Bauhaus ist sicherlich auf dieser europäischen Ebene eine gute Initiative, wenn auch im Moment natürlich immer darüber gesprochen wird, dass man einige Pilotprojekte machen müsste. Ich würde mir das viel breiter wünschen als Graswurzelbewegung. Für mich können das auch 5000 Projekte statt 5 sein. Und ich glaube, wir müssen auch ganz früh anfangen. Wir selber haben ja Initiative gestartet vor einigen Jahren tatsächlich, das Thema Design auch verbunden mit Nachhaltigkeit in Schulen zu bringen. Wir haben Workshops gemacht für Schüler. Über 25.000 haben wir inzwischen erreicht in Deutschland. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig, wirklich auch alle mitzunehmen und das tatsächlich aktiv auch zu leben, das Thema. Ganz wichtig, also so ein bisschen auch der Bottom-up-Approach, von dem wir da sprechen. Frau Sewalski, wenn wir vielleicht nochmal top-down denken. Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, ja, die Verantwortung liegt beim Konsumenten, natürlich auch wie bei Ihnen, bei Unternehmern. Aber ist der Ball nicht irgendwo auch im Feld der Politik? Was wäre da fällig? Ja, also da ist es so, da beruht momentan ja viel auf Freiwilligkeit. Also da fände ich es besser, wenn wir ein bisschen mehr in die Verpflichtungen reinkommen und bestimmte Standards festlegen und das nicht nur vielleicht für Deutschland, sondern tatsächlich auf europäischer Ebene. Ich habe vorhin das Stichwort Lieferkettengesetz gesagt. Das gilt dann nicht nur für die Textilketten, die ja wahnsinnig umfangreich sind, sondern das gilt eigentlich auch für andere Produkte, bei Lebensmitteln angefangen bis hin zu Designprodukten. Und da glaube ich, solange der Konsument nicht hinterfragt und vielleicht auch nicht fordert, passiert halt in der Politik zu wenig. Andersrum könnte man natürlich als Politik auch viel mehr Zeichen setzen, wenn man bestimmte Standards setzt. Das heißt, Also unterm ein Strich, Zusammenspiel. genau, ein Zusammenspiel, alle Seiten müssen so ein bisschen mitmachen. Es geht ja auch wirklich alle was an. Andere Frage, Nachhaltigkeit klingt immer so abstrakt. Unternehmerisch kann man natürlich sehr viel messen, aber als Unternehmer die Nachhaltigkeit zu messen, das ist wieder schwierig. Jetzt gibt es Indizes ohne Ende, GRI-Index und wie sie alle heißen. Was finden Sie denn eigentlich gelungen, um diese Nachhaltigkeit zu messen? Vielleicht auch gerade im Hinblick auf das Design, das ja auch zur Nachhaltigkeit beiträgt. Ja, vielleicht vorab, ich bin nicht so der Freund, Nachhaltigkeit in Schwarz oder Weiß zu fassen, weil das ist wahnsinnig schwierig, auch wenn man über verschiedene Kategorien oder Unternehmensgrößen spricht. Deswegen glaube ich, muss man individuell gucken, aber es gibt natürlich immer wieder Ansätze. Also das heißt, angefangen bei Siegeln, die man vielleicht nutzen kann, aber vielleicht auch kleinere Standards, dass man sich überlegt, in der Gestaltung des Produkts vielleicht auch schon das Recycling mitdenken. Also das wäre zum Beispiel ein Ansatz, den ich da merke, den machen viele, viele grüne Start-ups momentan viel mehr, als es vielleicht große Unternehmen mitdenken. Ist ja auch eine schöne Bewegung, danke dafür. Lutz, dann spielen wir doch ein bisschen Wishful Thinking. Was würdest du dir denn wünschen von Unternehmen, vielleicht auch gerade in Deutschland, da bist du sehr aktiv, in Sachen Innovationskultur, Nachhaltigkeit? Ja, ich glaube, Mimi Sewalski hat es eben schon angedeutet. Das ist tatsächlich ja immer die Frage im Unternehmen, was kann ich denn selber machen? Und das sind eben oft die kleinen Dinge, wo ich anfangen kann und eine Kultur zu etablieren im Unternehmen, wo so etwas eben denkbar und machbar wird und umgesetzt wird. Auf der einen Seite ist es tatsächlich natürlich hier eine Innovationskultur auch in den Unternehmen zu verankern, die vielleicht jenseits der klassischen Hierarchien und Unternehmensstrukturen funktioniert und sozusagen alle Mitarbeiter involviert. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Schritt, der auch Unternehmen ja nachhaltig erfolgreich machen kann. Und ein zweiter Aspekt ist natürlich tatsächlich ein bisschen out of the box denken. Wir merken das immer bei uns im Netzwerk vom Rat für Formgebung mit den 340 Unternehmen, die wir bei uns Mitglied sind, die aus ganz verschiedenen Branchen zu kommen, da wirklich über den Teller ranschauen, zu gucken, was kann ich denn von den anderen eigentlich lernen, umsetzen und dann entsprechend hier auch natürlich auch einfach hinterfragen, welches neue Produkt braucht es eigentlich noch? Braucht es das wirklich? Also da wirklich mal auch die Sinnfrage zu stellen und vielleicht auch mehr zu Lösungen zu kommen, die Services abbildet. Also Service Design ist für mich da ein Stichwort, dass man wirklich etwas weiterdenkt und den Konsumenten natürlich hier oder den Verbraucher dann entsprechend mit einbindet. Also hinterfragen auf allen Ebenen. Danke, Lutz. Und wenn wir weiter hinterfragen, Frau Hans, dann kommen wir vielleicht mal zu Ihnen. Dann kommen wir auch schnell zu Ihrem Bereich, Produktdesign, Möbeldesign, gerade Möbel natürlich ein Markt, wo auch als Laie sehr schnell verständlich wird, dass man da nachhaltiger werden kann. Das kann man dann auch schön anfassen, erleben etc. Aber damit das soweit kommt, müssen natürlich auch die Designer entsprechend umdenken und innovativ werden. Das heißt ja aber auch, dass sich die Rolle des Designers vielleicht künftig ändern wird, oder nicht? Naja, ich denke, wir müssen sowieso als Designer sind wir, so wie die Firmen, eigentlich müssen wir uns sehr befragen, dass wir sind vielleicht auch Teil des Problems. Ja? Wir haben diese Sustainability-Sachen, aber das hat Probleme, das hat sehr viel zu tun mit Überproduction und so weiter.
Also wir müssen als Designer und auch Firmen und die produzieren auch wirklich nachdenken, und Lutz hat es auch schon gesagt, brauchen wir das wirklich, aber auch als Designer nachdenken, was wir überhaupt designen, entwerfen. Und unsere Rolle, wir haben so in Design geht es mit Wellen. Wir hatten Zeiten, wo bestimmte Arten von Design sehr populär waren. Wir haben auch jetzt eine Zeit gehabt, wo die Rolle, wo Designer selber sehr im Schwerpunkt waren. Das hat sich die letzten Jahre schon ein bisschen geändert. Die Designer, die sollen, glaube ich, viel mehr sich auch kümmern über was ihre Responsibility, ihre Verantwortlichkeit ist und vielmehr danach arbeiten, dann nochmal schöne Pink Cushions zu designen, sag mal ein bisschen einfach gesagt. Ja? Also wir haben da Verantwortlichkeit und das müssen wir auch sehr gut über nachdenken. Und das ist gar keine so einfache Aufgabe, aber es macht das Ganze immer wieder spannend. Dankeschön. Herr Dr. Peters, ich habe Sie nicht vergessen. An der Stelle würde ich natürlich auch gerne mit Ihnen ein bisschen sprechen. Und zwar gerade in Europa wird ja das Thema Circular Economy, also im Endeffekt der geschlossene Kreislaufwirtschaft, sehr vorangetrieben. Ist natürlich wünschenswert, wenn man jetzt sagt, man hat ein Produkt und auch nach dessen Lebensende kann man mit den Komponenten irgendwo noch was machen. Wenn wir in die Realität blicken, sind wir bei weitem noch nicht da, dass es wirklich eine geschlossene Kreislaufwirtschaft ist. Meine Frage, wo sehen Sie da Fehler? Naja, Sie sagen, es gibt noch keine geschlossene Kreislaufwirtschaft. Ich finde, wir stehen da ehrlich gesagt noch am Anfang. Das Problem ist ja, dass in der Gesellschaft die Verantwortung für die Entsorgung eines Produktes und die Herstellung getrennt sind. Das heißt, derjenige, der ein Produkt herstellt und etwas auf den Markt bringt, ist am Ende nicht verantwortlich für dessen Entsorgung und überhaupt zu überlegen, was passiert denn eigentlich mit den Ressourcen. Wenn wir die Verantwortung wieder zurückbringen zu demjenigen, der es produziert, dann würde der sich ja am Ende auch Gedanken darüber machen, wie er die Produkte so gestaltet, dass nach Möglichkeit die Ressourcen gewinnbringend für ihn selber auch wieder bei ihm landen. Und die Verantwortung würde dann, Entschuldigung, ich frage nach, die Verantwortung würde dann politisch zu dem Hersteller zurückgespielt werden oder wie schafft man es, dass die Verantwortung auch zurückgegeben wird? Naja, das ist klar, am Ende ist das eine politische Entscheidung, dass man sagt, der Hersteller trägt Verantwortung auch für die Entsorgung. Das ist im Übrigen auch etwas, wo der Designer eigentlich einschreiten kann, wenn er die Entsorgung eines Produktes in der Produktgestaltung gleich mitdenkt, was ja in den wenigsten Fällen passiert, dann finden einfach so Dinge, wo halt sehr viele verschiedene Materialien zum Beispiel in einem Produkt eine Rolle spielen oder verklebt oder verschraubt oder wie auch immer werden, die finden dann einfach da keine Rolle, weil man ja überlegen muss, wie kann ich das Bauteil dann am Ende recyceln etc. Diese Prozesse sind, weil wir diese Verantwortlichkeit eben nicht klar geklärt haben oder so getrennt haben, dass es einfach nicht stattfindet, finden auch diese kreislauffähigen Produkte einfach noch nicht in der Form statt. Also zum einen die Verantwortung zuspielen, aber dann eben auch darüber nachdenken, was heißt das eigentlich, wenn ich mein Produkt entwickle. Das ist durchaus sehr spannend. Danke dafür. Vielleicht nochmal zurück an Frau Hans. Ich glaube, wir sind uns in der Runde jetzt alle einig, dass wir eine nachhaltigere Zeit, ein nachhaltigeres Wirtschaften begrüßen würden. Aber vielleicht nochmal ganz, ganz konkret runtergebrochen. Welches Handwerkszeug braucht man denn jetzt dafür? Na, das erste Handwerkzeug ist Tools für die Studenten, die jetzt Design studieren, würde ich auch sagen, weil die sind sehr hungrig, die haben so gerne Tools, um damit zu arbeiten und da fehlt es einfach auch ein bisschen an, dass da zu wenig Wissen eingesteckt werden kann. Es ist noch sehr produkt- und shape-orientiert. Aber gerade diese nachhaltigen Sachen sind sehr wichtig, um auch ein Wissen über zu entwickeln.
Dabei glaube ich auch sehr an Common Sense. Wir müssen uns auch mal sehr gut selber fragen, brauchen wir etwas wirklich? Zum Beispiel meine Großmutter könnte sehr gut nach einem Markt gehen und dann 3 Stunden auf ihrem Fahrrad wieder zurückgehen, ohne dass sie eine Flasche Wasser mitgenommen hat. Ja? Wir haben so auch, da sind auch Gebräuche bei uns eingeschliffen, die wir vielleicht auch nochmal hinterfragen können. Also Tools, Common Sense, aber auch wirklich das Wissen, doch ein echtes Wissen als Tools zurückbringen, ist wichtig. Und ich denke aber auch, dass es auch wieder nicht das, was ich bin Ihren Namen vergessen, Frau von Bauer? Nein? ja, was sie gesagt hat über Ach so. das alles nachrechnen und so weiter, das ist auch schwierig, weil das fehlt wirklich auch an was man eigentlich an Input in die Berechnungen steckt. Das ist ganz schwierig, um das alles auszurechnen. Aber das Wichtigste ist, glaube ich, Tools, um weniger zu benutzen und um mit weniger Produkte und langlebendere Produkte umzugehen. Genau, das ist auf jeden Fall wichtig. Vielen Dank dafür. Vielleicht fragen wir bei Herrn Dr. Peters noch mal kurz nach. Sie haben ja vorher auch schon mal angesprochen, ein Tool könnte auch sein, zu überdenken, wo schraube ich, wo klebe ich. Was haben Sie noch für Beispiele? Was bedeutet das für den Designer, da zu überdenken? Na, ich würde vielleicht sogar noch weitergehen und sagen, wir können eine Kreislauffähigkeit immer dann realisieren, wenn ich entweder bei einem Material bleibe oder eine Materialgruppe verwende, die entweder sich dann am Ende recyceln lässt oder im biologischen Kreislauf belassen wird. Wir sehen bei den jungen Gestaltern ganz, ganz viele tolle Beispiele, vor allen Dingen, wo es darum geht, biobasierte Reststoffe zu verwenden, natürliche Materialien und die so zu belassen, dass sie eben sich zersetzen können auf natürliche Art und Weise und. Also genau die Themen, die wir vielleicht bis vor, würde ich sagen, 100, 150 Jahren so in der Umwelt so hatten und dann aber verloren haben, weil wir uns als Gesellschaft industrialisiert haben. Und da müssen wir eigentlich wieder hinkommen. Wenn Sie ganz konkret fragen, und da würde ich mal auf die erste Frage, die Sie gestellt haben, zurückgehen. Ja, was könnte die Politik machen und was ist in der Wirtschaft wichtig und so. Zum Beispiel, wenn wir uns überlegen, Kunststoffe zu verwenden in der Textilindustrie, da kommen wir einfach nicht weiter. Da werden wir Wege beschreiten müssen, wo der Gesetzgeber hingeht und einfach gewisse Materialien wie Kunststoffe in Textilien oder in Verpackungen verbieten muss, weil wir eben die Recyclingketten nicht schließen können. Das sind vielleicht so Themen, die wir da im Großen und Ganzen mal besprechen müssen. Ja, das klingt sehr umfangreich, aber ich höre immer wieder, es kommt auf jeden Fall auch auf die politischen Rahmenbedingungen an. Deswegen, Lutz, an der Stelle vielleicht die Frage an dich, wenn wir jetzt auf Europa schauen, haben wir denn dann die adäquaten Rahmenbedingungen bereits geschaffen oder fehlt da vielleicht auch noch das ein oder andere? Ja, da fehlt auf alle Fälle noch das ein oder andere. Wir haben das, ich möchte das eigentlich auch gerne mal runterbrechen. Wir haben natürlich auf der einen Seite die europäische Ebene, die ja auch mit Green Deal und andere Thematiken hier entsprechend etwas schafft. Wir haben schon gehört, regulativ muss der Gesetzgeber eingreifen, dann eben auch natürlich auf der europäischen, aber auf der Bundesebene. Ich habe nur so ein bisschen die Angst, dass wir uns dann auch ein bisschen die Akzeptanz verspielen. Also ich glaube, was mir immer noch viel zu wenig berücksichtigt wird, ist eigentlich, wie kann ich denn bei den Menschen eine Akzeptanz schaffen, um sozusagen, die brauche ich ja am Ende, um das mitzunehmen. Die müssen ja diese Produkte, die dann entwickelt werden, auch kaufen und ich denke, da muss auch ein bisschen Spaß und Lust dazu gehören und da stelle ich mir eigentlich vor, das Thema wirklich auf die regionale Ebene mal runterzubrechen. Warum kann ich nicht einfach mal Green City werden und im Benchmarking mit anderen Städten einen Schritt vorangehen und wirklich eine Akzeptanz, alle Player in ein Boot holen und sagen, wir
wir wollen das jetzt mal machen, wir machen das einfach. Und ich glaube, dass tatsächlich diese Kommunikation der Themen da noch ganz viel verbessert werden kann. Übrigens auch im Bereich, wo der Designer einen ganz, ganz wichtigen Anteil meiner Meinung nach hat, damit es nicht immer zu diesen Verschiebungen kommt. Dafür ist Europa zuständig, da ist der für zuständig, aber am Ende ist keiner mehr verantwortlich. Ja? Und diese Verantwortung, das ist, glaube ich, ein Thema, was das ist eine große Herausforderung, das zu schaffen. Also Politik nahbarer und greifbarer machen. Greifbar, Herr Dr. Peters, ist vielleicht auch ein schönes Stichwort, denn ich würde gerne rausgehen aus unserem Beitrag mit greifbaren Best-Practice-Beispielen. Deswegen die Frage an Sie, können Sie uns vielleicht 2 Beispiele kurz und bündig nennen, wo Sie sagen, Mensch, da hat das eigentlich schon gut funktioniert, da sehen wir auch einen nachhaltigen Effekt, vielleicht auch einen aus der Kreislaufwirtschaft. Was gefällt Ihnen da? Naja, uns gefallen halt Beispiele überall, wo man entweder die Dinge wieder am Ende auseinander bekommt, also Recycling betreiben kann. Da gab es halt einige Möbel in den letzten Jahren und Sofaentwicklungen, wo dann Designer hingegangen sind und gesagt haben, wir verkleben die Dinge nicht mehr, die Matratze mit dem Obermaterial, sondern wir klemmen es, damit wir die Dinge dann auch wieder auseinander bekommen. Und da gibt es auch ganz tolle Beispiele im Möbelsektor, wo wir komplett bei natürlichen Rohstoffen sind und geblieben sind. Ja, da würde ich einfach mal sehen, dass diese Dinge dann auch in den Markt kommen und auch entsprechend gefördert werden, dass solche Beispiele an der Zahl dann noch gewinnen werden in Zukunft. Also wir können, glaube ich, sehr gut festhalten, es gibt noch viel zu tun, aber es gibt auch schon sehr schöne Beispiele und davon kann man lernen und gemeinsam weiter anpacken von allen Seiten. Wir haben schön zusammen angepackt. Vielen, vielen Dank an alle 4, dass wir zusammen so kommen durften. Es hat sehr viel Spaß gemacht, sehr viele gute Eindrücke, obwohl wir gar nicht alle live beieinander sein können. Also weiter so und Dankeschön. Ja, meine Damen und Herren, und damit schließen wir dann auch unseren Roundtable zum Thema Sustainability. Wir bedanken uns natürlich auch bei Ihnen und freuen uns darauf, Sie beim nächsten Roundtable wieder begrüßen zu dürfen. In der Zwischenzeit dürfen Sie auch sehr gerne unsere All Eyes On Website besuchen oder uns auch auf den sozialen Medien folgen. Da gibt es auch immer schöne Beiträge rund ums Thema German Design Award 2021. Ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Bis dahin bleiben Sie gesund, alles Gute und bis dann. Tschüss.